Hi meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren 101-Folge. Dieses Mal geht es um Tools, also um Pinsel, Schwämme und Applikatoren, Quasten, all die Sachen, die ihr braucht, um Make-up in euer Gesicht zu bringen und das möglichst gut aussehen zu lassen. Falls ihr neu hier seid, meine 101-Serie ist eine Serie, wo ich in jeder Folge eine Deep Dive Geschichte mache, quasi zu einem bestimmten Thema within the world of Make-up. Also ich bringe euch quasi bei, wie ihr selbst bessere Make-up-Artisten werden könnt, wie ihr euer eigenes Make-up dazu bekommt, dass es besser aussieht, indem ich Techniken erkläre, indem ich von Grund auf erkläre, wie was funktioniert, was ihr vielleicht sogar falsch macht und wie ihr das verbessern könnt. Und ich zeige es euch auch. Und was qualifiziert mich dafür? Die Tatsache, dass ich seit über 25 Jahren erfolgreiche Make-up-Artistin bin, Hair- und Make-up-Artistin, und in diesem Job arbeite und ne, habe eine Menge Wissen, das ich gerne weitergebe und dafür sind wir hier also. Willkommen. Wir sprechen heute darüber, welchen Pinsel ihr für welche Technik benutzt, für welches Produkt, für was für euch vielleicht besser geeignet ist. Ist es ein Pinsel, ist es ein Schwämmchen, wann ist ein Schwämmchen besser, wann müsste es eine Quaste sein. Wir sprechen über Applikatoren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, diese alten Dinger, ich blende sie kurz ein, die früher immer bei den Lidschattenpaletten dabei sind und heute noch bei so Chanel, Dior und so sind die immer mit drin. Wir sprechen darüber, was der Unterschied ist zwischen Synthetikpinsel und Echthaarpinsel. Was die Vorteile sind, die Nachteile und was für euch vielleicht besser geeignet ist. Wir sprechen über Reinigung von Pinseln und Schwämmchen und Ähnlichem. Wir sprechen über Sethygiene, also darüber, wie Make-up-Artisten ihre Sachen sauber halten sollten und was vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. Da kommen wir dann noch zu. Wir sprechen darüber, ob es immer nötig ist, Geld auszugeben, also viel Geld für die bestmöglichen Brushes oder ob es manchmal auch echt günstige Brushes schon tun für eure Belange, wann es ehrlicherweise keinen Unterschied macht. Und wir sprechen über ein paar Special Brushes, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt, die ihr vielleicht noch nicht kennt und wie ich die benutze und warum. So, das sind eine Menge Sachen, die wir uns hier vorgenommen haben in dieser Folge. Wir fangen an mit Pinselkunde. Und zwar mit den Basics. Synthetik oder Echthaar. Was ist besser? Warum benutzt man was? Und was würde ich euch empfehlen? Also, bei fast allen älteren Pinseln, bei ganz vielen sehr hochwertigen Pinseln, sehr teuren Pinseln, werdet ihr Naturhaarborsten finden. Das sind dann Haare von Mardern, von Eichhörnchen, von ich weiß gar nicht was genau, was für Tiere das sind. Wie die gewonnen sind, darüber gibt es Diskussionen. Die einen Leute sagen, die werden rausgebürstet und es ist alles komplett tierfreundlich. Andere sagen, as if, die werden getötet oder werden ganz schlimm gehalten und behandelt und das möchte ich nicht unterstützen. Deswegen benutze ich Synthetik. Wenn das für euch die Entscheidungskriterien sind, ist die Entscheidung ja eh relativ klar. Ich erkläre nur kurz, warum, worauf man da so als Make-up-Artist achtet. Also, ich finde Synthetikpinsel mittlerweile fast gleichwertig zu Naturhaarpinseln. Es gibt Kategorien, wo es auch tatsächlich besser ist, finde ich, Synthetik zu benutzen, weil die einfach weniger Produkt aufsaugen, weniger Feuchtigkeit aufsaugen als Naturhaare. Ich würde Synthetikpinsel immer vorziehen für flüssige Produkte, also für, wenn ihr Skincare Application macht, wenn ihr flüssig Foundation auftragt, auch für Cream Blush, für Cream Bronzer, Cream Contour, all diese Dinge finde ich, ist Synthetik total überlegen. Ebenso für Lippe, ne? Also Lipstick, Lipgloss, was auch immer, Synthetic for the win. Beim Lidschatten würde ich tatsächlich fast immer noch Echthaar den Vorzug geben, einfach weil ich glaube, dass die eine Echthaarborste, ein Echthaar, hi, Puder anders aufnimmt, ne, und hält. Also ich glaube, es liegt an der Schuppenschicht. Man kriegt mehr Pigment auf einen Echthaarpinsel. Man kriegt es besser hingelegt, man kriegt es besser verblendet. Synthetikhaare sind oft noch entweder zu hart oder zu weich und ganz oft greifen die Puderpigmente nicht so gut. Aber es gibt also mittlerweile zum Beispiel von Zoeva, die haben sehr, sehr gute Fibers hier, die sind alle vegan und die performen eigentlich mehr oder weniger auch wie Echthaarpinsel. Das Schöne an Synthetik ist natürlich auch, ne, die lassen sich super gut reinigen. Man muss sich keine Sorgen machen, dass die Fasern abbrechen, wenn man die mit purem Alkohol oder so oder zu rabiatem Pinselreiniger bearbeitet. Die halten wesentlich mehr aus, sind dadurch natürlich auch hygienischer, haben eine längere Lebensdauer dadurch. Also ja, ne, und das ist halt dann auch der Nachteil von manchen Echthaarbrushes, dass einfach du merkst, dass wenn du die zu aggressiv reinigst, dass die Haare schnell abbrechen können. Also sie brauchen einfach ein bisschen mehr Pflege und wenn man sie nicht hundertprozentig pflegt, wenn man manchmal rough mit seinen Pinseln umgeht, was passiert, kann es halt passieren, dass die nicht so lange überleben. Ne?
Und sie sind teurer natürlich. Also gerade wenn ihr AnfängerInnen seid, wenn ihr noch dabei seid, euch auszuprobieren, eure Make-up-Routine aufzubauen, erstmal gucken wollt, was funktioniert denn eigentlich so für mich, was mag ich, seid ihr mit Synthetikpinseln ganz gut beraten. Was ich super gut empfehlen kann, wenn ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollt, sind Firmen wie MyKitco. Das ist eine Firma von einem Make-up-Artist von James Molloy und seinem Partner. Der ist Make-up-Artist, der weiß, was er tut. Der macht sehr, sehr schöne Pinsel. Die Hälfte meiner Pinsel, glaube ich, sind von MyKitco. Die sind aber auch nicht günstig. Wenn ihr es mal schauen wollt, empfehle ich Zoeva. Zoeva machen super gute, günstige Pinsel. Morphe macht gute, günstige Pinsel. Und ansonsten, ne, schaut euch einfach mal um. Aber ja, man muss nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben bei Pinseln, um gute Ergebnisse zu bekommen. Nächste Frage ist natürlich, welcher Pinsel für was? Also was für einen Pinsel benutze ich für welchen Schritt meines Make-ups? Einer der Klassiker eigentlich, das ist auch quasi die Art von Foundation-Pinsel, mit dem ich gelernt habe früher. Das waren solche flachen, der ist sehr, sehr alt, das ist von Guerlain, der ist bestimmt schon 15 Jahre alt mindestens, deswegen ist der auch so ein bisschen abgegriffen. Sogenannte Katzenzungen, das sind Echthaarpinsel gewesen, würde ich vermuten. Ja, bestimmt. Guerlain, ja. Ne, und damit streicht man die Foundation quasi so auf, was eine schöne Idee ist. Problem natürlich, du streichst sie auf, dann hast du erstmal Streifen, die musst du dann wieder verblenden. Würde ich jetzt nicht unbedingt mehr empfehlen. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Coverage ihr haben wollt und mit was für einer Foundation ihr arbeitet. Ich persönlich benutze meistens Liquid Foundations bei mir. Und für eine Liquid Foundation, wenn ihr andere Videos von mir kennt, mein allerliebster Foundation-Pinsel ist dieser hier. Das ist die It Cosmetics Heavenly Luxe 7 Complexion Brush. Hat 2 Seiten. Auf die zweite Seite, ich mag keine Dual-Sided Brushes, aber in diesem Fall kaufe ich sie trotzdem. Das Gute an diesem Pinsel ist, ihr könnt damit die Foundation verteilen, aufstreichen, ihr könnt sie einblenden mit kreisenden Bewegungen, ihr könnt sie aber auch, wenn ihr mehr Coverage wollt, einfach stippeln und es wird immer ein airbrushiges Finish, es wird immer super weich, super schön. My favorite brush for Foundation ever. Wenn ich fuller Coverage will, würde ich sowas hier nehmen, das ist die MyKitco My Flawless Foundation Brush. Etwas angeschrägt, kurze Borsten, dicht gepackte Borsten. Das heißt, wir kriegen mehr Coverage und ihr könnt sehen, an der Schräge ist natürlich auch, ne, die ist ein bisschen ergonomisch ans Gesicht angepasst, aber die ist auf jeden Fall auch eher so zum Stippeln gedacht. Für Full Coverage, das hier ist Morphe aus der Ariel Collection, ähnliche Geschichte, ne? Mit der könnt ihr schön kreisende Bewegungen machen oder stippeln. Und ihr seht, ich habe zig verschiedene Varianten. Sowas gibt es noch in leicht angeschrägt, also auch eher zum Draufstreichen angeschrägt. Das hier ist eine super Billow Brush von die Pro Foundation Brush 47. Voco heißt die Brand. Und das ist auch eine super Brush. Das sind auf jeden Fall synthetische Fasern. Und ne, damit könnt ihr auch aufstreichen. Ihr könnt ein bisschen stippeln, wenn ihr wollt. Ich habe hier noch eine Vielzahl von anderen Brushes, über die wir jetzt alle nicht reden müssen. Die machen alle mehr oder weniger dasselbe. Das Einzige, worüber ich kurz sprechen will, sind diese 2-Phasen-Pinsel. Wir haben, als die rauskamen, ich glaube, MAC waren die ersten, die auf den Markt gebracht haben damals. Ich glaube, erst die große, dann die kleine. Das hier ist noch die Original von damals. Waren wir alle super aufgeregt, weil wir dachten, das ist die neueste Innovation und damit kriegt man super geiles Finish hin und haben die auch alle benutzt. Bis uns dann irgendwann aufgefallen ist, gar nicht so geil. Weil, also ne, die Idee ist, dass ihr oben ganz feine Kunsthaare habt. Die sind so soft, die können alleine, haben die nicht die Stabilität, diese Länge zu stehen, die würden hängen. Und deswegen hat man hier unten diese etwas stumpferen, stärkeren Naturborsten drunter gepackt. Ne, das sind 2 verschiedene, ihr seht das, wenn ich die weißen zur Seite schiebe, das hier unten sind die schwarzen. Die supporten quasi die weißen Stipsies hier oben drauf, damit die stehen können und ihren Job machen können. Und wir dachten, das ist super. Fakt ist aber, dadurch, dass hier oben, dass die so lang sind, die Haare, sobald da eine flüssige Foundation draufkommt, bündeln die sich. Dann werden die strähnig, die Haare, die fettig sind, dann werden die strähnig und dann habt ihr strähnige Streifen im Gesicht, die ihr dann erstmal wieder wegpolieren müsst. Das ist totaler Schwachsinn. Also die benutze ich wirklich nur noch für so Cream Blush Auftrag oder so. Ansonsten stehen die hier rum aus Nostalgie, ganz ehrlich. Und die großen benutze ich für Body mal. Wenn ich Glow auf den Body bringen muss und es muss schnell gehen oder so, dann nehme ich so eine und mache das. So, ich habe gesagt, ich mache auch ein bisschen Foundation. Das machen wir jetzt schnell. Das ist hier Huda Beauty Easy Blur in der Farbe Apple Pie. Ja, machen wir hier ein bisschen auf die Hand. Nie direkt auf den Pinsel, bitte. Ne? Nie direkt so squeezen, ist Blödsinn. Ihr braucht Even Distribution. Auf die Hand machen, einarbeiten, bis ihr eine gleichmäßige Verteilung von Produkt im Pinsel habt und dann erst auf die Haut. So, und ihr seht, ich verteile und dann swirle ich da, wo ich softer haben will, wo ich möchte, dass sich das mehr einblendet und an den Stellen, wo ich Coverage will, stippeln.
Ihr habt natürlich alle schon Beauty Blender gesehen, ne? Diese bunten Eier. Ein Beispiel hier, das ist ein trockener Beauty Blender, die muss man feucht machen, damit die groß werden und ihren Job richtig machen können. Als die rauskamen, Anfang der 2000er, war das auch eine Riesensensation. Wir hatten vorher immer nur diese komischen Latex-Dreiecke, die ich gehasst habe, und so ein paar andere Schwämme, aber das Finish war nie so geil, wie als der Beauty Blender rauskam. Und ich liebe Beauty Blender, wenn die Foundation wirklich aussehen muss, also wenn man eigentlich am besten gar nichts sehen soll. Ne? Dafür ist Beauty Blender echt perfekt, weil ihr kriegt the most natural coverage. Ich zeige das jetzt mal. Also das hier ist ein Beauty Blender in feuchter Größe. Das ist das Original, ist eine andere Marke, deswegen ist die Farbe unterschiedlich, aber der Größenunterschied ist derselbe. Wenn er feucht ist und gut ausgedrückt, ne, da darf kein Wasser mehr rauskommen, wenn man zusammendrückt, dann hat er diese Größe. Und ganz oft, ne, wenn ich eine Foundation auftrage und alles gemacht habe, mache ich ganz oft, nachdem ich auch schon Blush und Concealer und Bronzer und so gemacht habe, wenn es mir dann einfach noch ein bisschen zu produktig aussieht, wenn ich das Gefühl habe, es liegt noch zu viel auf der Haut oder man sieht es über die Kamera noch zu doll, dann gehe ich einfach nochmal mit dem Beauty Blender drüber und bounce mir das ein. Denn ihr seht, der Beauty Blender saugt immer auch ein bisschen Make-up mit auf und nimmt ein bisschen von der Coverage wieder weg und nimmt ganz oft einfach das, was zu viel ist an Produkt, was noch oben auf der Haut liegt, nimmt er einfach mit runter, wenn man das so rüber bounced. Und auch hier, wir bouncen. Ne? Wir swipen nicht, weil dann ziehen wir die Foundation einfach nur runter. Wir bouncen und dadurch nimmt der das, was zu viel ist, nimmt er weg und drückt den Rest noch tiefer in die Haut. Also so, dass es das Auge weniger deutlich wahrnehmen kann, dass da überhaupt Make-up drauf ist. Und das ist ja meistens das, was wir wollen. Der Original Beauty Blender ist ja super schnell von allen kopiert worden. Ne, Ebelin und wie sie alle heißen, alle haben so ein Beauty Eye. Hier die Real Techniques Mäuse, die haben haben diese Minis auch rausgebracht. Ne? Die haben große, die haben kleine. Gibt es von Ebelin, gibt es bei DM, gibt es überall. Viele Make-up-Artisten werden sagen, für sie sind immer noch die Finger die besten Tools zum Auftragen, zum Einblenden und da spreche ich überhaupt nicht dagegen. Es gibt Sachen, die macht man am besten mit den Fingern. Ich finde, ihr habt es gerade selber gesehen bei mir, immer noch mal so nachchecken über die Areas, wo ihr wisst, da creased es vielleicht am ehesten. Manches können Pinsel besser, aber nicht alles. Pat McGrath zum Beispiel macht Lippen, sagt sie, fast nur mit dem Finger. Also die tupft ihre Lippenstifte quasi immer nur auf, weil sie sagt, das ist das beste Finish, der beste Laydown vom Produkt. Ne? Auch manche der größten Make-up-Artists benutzen noch ihre Finger. Unser nächster Schritt sind Concealer Brushes und ich habe hier ein paar in der Hand. Das hier ist einer der Klassiker, die 142 von Zoeva, der Concealer Buffer. Der hier ist ein bisschen größer, ich weiß nicht, da steht keine Marke mehr drauf, von wem das ist. Die sind super, um einen Concealer unterm Auge einzuarbeiten. Ne? Auch wieder relativ gezielter Lader. Und wenn ihr den Concealer hingepackt habt, ihr könnt ihn erst mit den Fingern einklopfen oder ihr geht gleich ran mit dem Pinsel und arbeitet euch hier kreisend, stippelnd, wieder dieselbe Technik, in eure Gesichtswindungen hinein. Eine meiner absoluten Favoriten über Jahre, den habe ich bestimmt auch schon 8, 9 Jahre oder länger, ist von Bdellium Tools. Es ist leider keine Schrift mehr drauf, aber ich blende es ein, wenn es den noch gibt. Der ist, wie ihr sehen könnt, leicht angeschrägt. Ne? Und der ist so geil, weil ihr kommt halt wirklich, ihr kommt hier rein, könnt das hier schön hinlegen, den Concealer, könnt ihn schön ausblenden, könnt aber auch, wenn es Stellen gibt, wie zum Beispiel hier an der Nase, wo ihr eine spitzere Ecke braucht, dann dreht ihr ihn einfach und swipet mit der Spitze um diese Areas rum und dann könnt ihr wieder ein bisschen blenden. Das ist ein mega geiler Pinsel und ich bin eine große, große Befürworterin von Eyeshadow Fluffy Blending Brushes beim Concealer. Ich habe diese hier, also da tut es jeder, ne? Im Zweifelsfall am besten Kunsthaar, weil das weniger Concealer aufnimmt. Das hier ist eine alte Beauty Bay Brush. Ich habe damals, ich glaube, 20 davon gekauft. Ich habe noch ein paar hier. Das sind die letzten Überbleibsel, die gibt es nicht mehr. Die haben, lass mich nicht lügen, 2, 3 Euro gekostet und die sind einfach mega. Und die habe ich jetzt nicht gekauft, weil das die spezielle Brushes, die ihr braucht. Ihr könnt, like I said, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Für Concealer ist perfekt. Und ich liebe halt eine Eyeshadow Brush für den Concealer, weil nichts anderes wird dir ein so super schön geairbrushtes Finish geben wie diese Pinsel. Es ist wirklich ein Traum, damit Sachen zu verblenden. Mein absolutes Favorite. Da gibt es sicherlich auch von anderen Brands andere Sachen, die ihr dafür gut benutzen könnt. Ich hatte gerade diese Zoeva Brush hier schon in der Hand. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das ist die 228 Luxe Crease. Ich glaube, die gibt es normalerweise in einer anderen Farbe. Die kostet wahrscheinlich auch unter 10 Euro und die wird genau denselben Job machen
wie diese. Kann ich nur empfehlen. So, wir kommen zu Cream Product Brushes. Hier würde ich immer auf Synthetik zurückgreifen. Ich habe hier mal 3, 4 verschiedene in der Hand, um euch mal zu zeigen, was ich für was nehmen würde. Das ist die My Kit.Co My Flawless Contour Brush, auf jeden Fall synthetisch, leicht angeschrägt, relativ densely packed. Und die ist super, wenn ihr mit dem Pinsel eure Kontur auftragen wollt, weil die rutscht durch die Schräge auch, rutscht die super easy unter den Wangenknochen, unters Kinn. Ihr könnt mit der an der Stirn gut arbeiten. Die ist soft genug, dass sie das Produkt richtig hinlegt und nicht wieder mit runternimmt. Wenn die zu hart wäre, hätte man die Problematik vielleicht, dass wenn man es stippelt, dass sie es wieder mit runterzieht. Macht die nicht. Also die kann ich sehr empfehlen. Die kostet aber auch Geld. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich glaube, eine alte Real Techniques Brush, leicht angeschrägt. Die finde ich zum Beispiel für Cream Blush total schön, ne? Weil du kannst das gut hinlegen, gut wieder ausblenden. Die ist fluffy enough und auch nicht zu hart. Sowas hier ist auch irgendwas Billiges. Das ist auch Beauty Bay aus einer alten Kollektion. Aber sowas in der Art tut es auch. Ne? Da könnt ihr für ein paar Euro was kaufen, wo ihr einen Cream Blush mit hinlegt und fertig ist der Lack. Und was ich auch super finde, ist immer noch mal mit der Foundation Brush über die Ränder drüber gehen. Vielleicht nicht über das ganze aufgetragene Blush, aber nur über die Ränder, um zu gucken, dass das alles ineinander schmilzt. Generell, ihr braucht weniger Special Brushes, als die Industrie euch gerne glauben machen möchte. Jede Industrie, ne? Aber die Beauty-Industrie auch im Speziellen verdient sehr viel Geld damit, den Leuten einzureden, sie bräuchten Produkte, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Und das ist bei Pinseln natürlich genauso. Ne? Wir kriegen jede Woche neue Pinsel präsentiert, auch bei My Kit.Co, die quasi ein Problem lösen, von dem wir vorher noch nicht wussten, dass wir es überhaupt hatten. Also jetzt gibt es einen Pinsel, der dir erlaubt, deine Nase kopfüber von rechts im Dunkeln zu schattieren. And we don't need that, obviously. Aber ja, ist ein großer Trick von Firmen, euch einzureden, ihr hättet ein Problem, um euch dann die Lösung dazu zu verkaufen. Und das, obwohl sie das Problem gerade erst erfunden haben. Also ja, ganz oft braucht ihr weniger Pinsel, weniger Schritte, weniger Produkte, weniger Einzelsachen kaufen, als euch eingeredet wird. Also ne, ich bin die Letzte, die was sagen darf, weil ich habe natürlich 380 Millionen Pinsel hier stehen und Leute machen schon Witze darüber, wenn sie hier sich das angucken. Aber ich mache das, weil ich einen Schaden habe. Und nicht, weil ich den Leuten glaube, dass ich die tatsächlich brauche. Als würde es das besser machen, aber hey. Ne, solange wir noch von Contour Brushes und Cheek Brushes und so reden, für Cremeprodukte möchte ich diese Maus hier noch erwähnen. Das ist die F4 von Makeup by Mario. Die habt ihr mich auf jeden Fall auch schon benutzen sehen. Wie gesagt, bin kein Fan von Dual-Ended Brushes, aber die hier macht einen wahnsinnig guten Job. Diese Seite ist kürzer und ein bisschen denser. Das heißt, damit können wir super Produkte hinlegen, wie zum Beispiel ein Cream Blush. Und diese hier ist fluffier und länger und weniger eng gepackt. Und damit ist es schöner für zum Beispiel einen Cream Bronzer, aber auch dazu, um Sachen nochmal ein bisschen auszublenden, über die Foundation nochmal drüber zu gehen. Also eine Sache. Dafür ist die mega. Ich liebe diese Brush und benutze sie tatsächlich jeden Tag. Also ja. So, wir kommen zu Powder Brushes. Ich habe euch mal 4 hier rausgesucht. 4, die ich tatsächlich auch benutze für unterschiedliche Dinge. Die sind alle von My Kit.Co. Wir haben einmal die My Flawless Face Small, My Flawless Face Medium, My Angled Powder und My Perfect Powder. Also ja, ich bin ein Produktopfer, ich kaufe alles, aber ich benutze sie tatsächlich für andere Sachen. Die hier, die Angled Powder, nehme ich tatsächlich mit, wenn ich unterwegs bin. Die habe ich in der Handtasche, wenn ich nur ein Puder mitnehme, weil ich mag, dass die angeangelt ist. Ne? Ich komme hier überall hin, wo ich hin muss. Die hat aber auch genug Density, dass ich ein bisschen Coverage aufbauen kann, wenn ich einen Foundation-Puder dabei habe, ne? Um jetzt hier zum Beispiel, wenn ich in Drag bin, nochmal das Highlight zu verstärken oder so. Dafür ist die super. Die hier benutze ich, die kleine benutze ich am Set vor allem unterm Auge, ne, wenn ich unterm Auge noch ein bisschen Puder hinlegen will oder nur so ganz partiell kleinere Areas abpudern möchte. Das gleiche gilt für diese beiden hier, die sind aus der Ariel X Morphe Collection. Wenn du ein ganzes Gesicht machst als Make-up-Artist, gibt es ja Areas, von denen du möchtest, dass sie matt sind und du möchtest ganz oft, dass die Area direkt daneben glänzt. Das heißt, du musst sehr genau arbeiten mit einer kleinen Detailing Powder Brush, um dafür zu sorgen, dass du das nicht kaputt machst, was du dir da vorher hingelegt hast. Ne? Hier liegt ein Highlighter, da soll es aber bitte matt sein. Machst du mit so einer kleinen Brush. Das hier, die Flawless Face Medium, benutze ich tatsächlich zum Abpudern. Also ne, wenn es jetzt nicht die kleinen Special Areas sind, sondern wenn ich eine größere Fläche abpudern will, dann nehme ich mir da Puder drauf, arbeite den ein und klopfe mir das ein, swirle mir das ein, was auch immer. Dafür ist die super. Und die hier, honestly, hätte ich nicht kaufen müssen. Ich benutze sie, ich nehme sie mit, aber ich benutze sie tatsächlich eher für so Powder
Blush oder Powder Highlighter. Die benutze ich zum Abpudern. Kaum kann man die kaufen, sicherlich brauche ich die. Was ich persönlich gar nicht benutze zum Pudern, sind diese großen Powder Brushes. Das ist auch My Kitco, My Pom Pom Powder. Auch hier bin ich wieder selbst Opfer meiner eigenen Kaufsucht geworden und habe es gekauft, weil ich dachte, oh yes, ich brauche unbedingt einen Pinsel, der so ganz groß ist und das ganze Gesicht pudert. I never use it. Sorry. Honestly, wenn ich in Drag das ganze Gesicht pudern will, nehme ich eine Quaste, weil da kriege ich genug Puder in mein Make-up gedrückt und ich kriege es reingedrückt. Das heißt, es ist auch wirklich abgepudert. Wenn da Puder drauf ist und du drückst dir den in die Haut, then it's in there. Niemals wird hier so viel Puder Kontakt mit der Haut bekommen wie hier. Ist einfach so. Wir kommen zu Powder Blushes und Powder Bronzer Brushes. Das sind meine Favoriten für diese Kategorie. Für Powder Bronzer ist es dieser Scott Barnes Pinsel. Das ist die Nummer 67 aus seinem Set, das er damals verkauft hat. Ich glaube, das waren 5 Brushes oder 10 für unfassbar viel Geld. Ich glaube 500, 600 Euro. And I paid that. Da sind Pinsel drin, die habe ich in meinem Leben noch nicht erfolgreich benutzt oder ich habe sie noch nie benutzt und habe gedacht, Gott sei Dank habe ich diesen Pinsel. Der hier zum Beispiel. Eine wabbelige Fanbrush, völlig überflüssig gewesen. Der hier ist aber geil. Ich mag für Bronzer eine große Fluffy Brush. Wir wollen, dass es wirklich super soft sich auf einer großen Fläche verteilt. Wir wollen Bronzer nicht zu klein und zu detailliert haben, denn er emuliert ja Sonne und Sonne scheint halt nie so ganz gezielt nur an eine Stelle in eurem Gesicht, sondern es ist immer ein Ray of Sunshine quasi über eurem Gesicht und das möchten wir natürlich auch mit dem Pinsel emulieren. Hier L'Oreal. Arbeite mir das da gut rein, stoße es nochmal ab und arbeite es mir gleichzeitig in den Pinsel rein, dass wir keine Überraschung erleben und gleite dann in einer großen 3 über die High Points of my face, da wo mich die Sonne auch erwischen würde. Ne? Auf dem Wangenknochen, am Ohr, am Kinn, an der Stirn, über die Nase. Aber ich möchte keine zu detaillierten Spuren hinterlassen mit meiner Bronzing Brush. Und mit meinem Powder Blush ist es ein bisschen was anderes. Da würde ich eine kleinere Brush nehmen, aber auch eher fluffy, sowas in dieser Art. Ne? Und nehme mir das hier auf, ist so ein bisschen was auf dem Pinsel ist. Auch das arbeite ich mir wieder erst rein in den Pinsel. Und gehe dann so drüber. Die anderen Brushes, die ich euch gezeigt hatte, das hier ist, glaube ich, so Eva oder eine alte MAC. Ach nee, eine Sigma Brush. So eine angeschrägte Maus finde ich auch immer schön für Blush. Ne? Man kann hier so ein bisschen schön ergonomisch mit dem Gesicht mitgehen. Man kann manchmal irgendwo runterrutschen, ein bisschen rein. Cute. Das hier ist eine alte, super billige Beauty Bay Brush. Auch die liebe ich für Bronzer. Die ist leicht angeschrägt, aber groß und fluffy. Auch da habe ich dieses Gefühl, ich kann so übers ganze Gesicht rutschen und Sonnenlichteinfall nachahmen. Und das hier ist nochmal die My Flawless Face Medium von My Kitco. Auch die liebe ich für Blush, einfach weil sie eine große Fläche hat. Und ne, wenn ich so ein ganz softes Blush will, was so gedraped ist, ist das hier eine super Wahl. Nächste Kategorie sind Augenbrauen und in dem Zug mache ich gleich auch Lippen und Eyeliner und so mit. Also diese ganzen kleinen, süßen Special Brushes, die man so brauchen kann für diese Kategorien. Ich will mal anfangen bei den Brows. Ihr kennt das vielleicht aus meinem Drag-Video schon, aus den Drag-Tutorials. Ich kann ohne diese Brush hier nicht leben für meine Drag-Brows, weil die super klein und super angled und super scharf ist. Liebe, liebe, liebe diesen Pinsel. Die hilft mir, ne? Ich kann damit ganz exakte Linien ziehen, ganz scharfe Kanten ziehen, aber sie ist auch nicht so hart, dass sie die Foundation, die drunter liegt, stören würde, dass sie mir da Sachen reinschneidet. Das hatte ich auch schon mit anderen Brushes. Also ja, große Empfehlung. Diese hier ist ähnlich. Das ist die von aus dem Make-up by Ariel X Morphe Set. Die ist auch geangelt und was die hat, was ihr vielleicht sehen könnt hier, die hat so eine kleine Spitze da vorne an der obersten Kante und die ist super für so, wenn ihr Liquid Eyeliner machen wollt, weil diese Spitze sich quasi um die Rundung am Auge nochmal legt. Ne? Die greift quasi da so ums Auge rum und zieht das dann so, also ihr könnt damit sehr schöne Angled Eyeliners machen. Sowas ist, wenn ihr grafische Eyeliner machen wollt, ne? Also solche, wie sieht man es denn? Hier sieht man es. Das ist so eine lange, lange Spitze, eher so aus dem Künstlerbedarf. Wenn ihr diese Angled Liners machen wollt, müht euch bitte nicht ab und versucht das mit so einer kleinen Eyeliner-Brush zu machen. Es wird niemals die feinen Linien geben, die ihr gerne möchtet. Die kriegt ihr mit sowas hin.
weil ne, ihr taucht das in Farbe und in dem Moment, wo ihr die Linien anfangt zu ziehen, dadurch, dass der Pinsel sehr lang ist und sehr lange Haare hat, ähm, kreiert ihr automatisch so eine relativ dynamische Form und ihr habt halt nicht dieses Skipping, was ihr hättet, wenn ihr das mit einem kleinen Pinsel versucht zu machen. Also trust me on this, wenn ihr lange grafische Liner machen wollt, versucht es mal mit so einem Pinsel. Wenn ihr jetzt eher kleine Cat Eyes oder sowas machen wollt, könntet ihr solche Pinsel benutzen. Ich mache es tatsächlich lieber mit Eyelinern, wo schon eine Spitze mit dran ist, mit so einem Felltip-Liner. Für die Brauen kann man sich sowas hier auch nochmal überlegen. Ne? Das sind so ganz feine, scharfe Pinsel, wenn man so einzelne Härchen zeichnen will. Gibt aber natürlich auch so breitere, wie hier von Zoeva, der 322 Brow Line. Das ist auch eine Angled Brush, aber eine dickere, borstigere. Damit lassen sich auch gut Brauen auffüllen zum Beispiel und ein bisschen formen. Für die Lippe bin ich eine große Freundin von angeschrägten Lippenpinseln, sowas wie diese hier. Ne, ihr könnt deutlich sehen, die haben beide sind angeschrägt. Das hier ist einmal Scott Barnes und das andere ist My Kitco, die My Line and Fill Brush. Das Schöne an diesen angeschrägten Pinseln ist, ihr könnt variieren, wenn ihr einen Lippenstift auftragt. Ne, mit der angerundeten Seite kann man besser hier so um die Ecken rumgehen. Mit der spitzeren Seite kann man vielleicht eine Linie nochmal doller ziehen. Mit der Fläche könnt ihr gut ausfüllen. Also ja, es sind super, super Brushes für solche Zwecke. Kann ich beide sehr empfehlen. Ich mache meine Brows out of drag natürlich mit dem Stift einfach immer. Da brauche ich keine Pinsel für. Für Eyeshadow haben wir so viele verschiedene Pinsel-Shapes, die so viele verschiedene Dinge können, dass es jetzt ein bisschen umfangreicher wird. Ich versuche aber trotzdem, mich kurz zu fassen. Also, ich gehe jetzt einfach Schritt für Schritt durch so ein kleines, einfaches Augen-Make-up und zeige euch, was für Brushes ich dafür benutze, für welchen Schritt. Bei Eyeshadows bin ich immer bei fluffy Naturhaarbrushes, mehr oder weniger. Kommt auf die Schritte an. Ich habe hier die NYX Ultimate Warm Neutrals Palette, einfach weil die einfach und simpel ist und ein paar verschiedene Texturen hat, also zumindest zwei. Ich gehe zuerst rein mit einem Highlighter-Shade, mit einem matten, nehme mir den hier auf so eine fluffy Naturbrush und gehe mir damit unter die Braue. Ne, das ist schön, um einfach den Eyeshadow hinzulegen. Gleichzeitig verblenden wir uns den ein bisschen damit. Ne? Wir haben keine harten Kanten, weil wir eine fluffy Brush haben. Das ist sehr, sehr schön. Dadurch, dass es Naturborsten sind, greifen die den Eyeshadow gut und platzieren ihn auch schön, ohne dass es fleckig wird oder zu hart oder zu soft oder so. Ne? Also es ist genau die richtige Mischung, die ich brauche. Wenn ich mir jetzt ein Highlight hier in der Corner machen möchte mit einem Shimmer-Eyeshadow, würde ich sowas hier nehmen, das nennt sich eine Pencil Brush. Nehme mir hiervon einfach diesen Shimmer-Shadow, klopfe mir das ab und platziere mir den da. Und ihr könnt sehen, dass die kleinere Shape natürlich Sinn macht an dieser Stelle, weil wir einen Punkt machen. Ne, wir platzieren an einer Stelle Eyeshadow. Wenn ich die jetzt benutzen würde, um größere Sachen zu verblenden, wäre es nicht so klug. In der Crease könnte ich das machen, ne, wenn ich mir die Lidfalte vertiefe, aber jetzt nur so für Placement sind die super. Die sind auch zum Beispiel super für Spot Concealing. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Pickel hätte und ich würde mir da was zum Abdecken drauf machen wollen, eine Camouflage oder so, bin ich mit sowas super gut, ne, weil die hat eine Spitze. Dieser Pinsel hat eine Spitze und damit könnte ich das super gut auftupfen, ohne jetzt die ganze Area rundherum mit einzubeziehen. Also ja, für sowas ein Pencil Brush ist super, auch für unterm Auge, wenn man da noch ein bisschen Eyeshadow hinplacen will, auch sehr schön. Oder für einen Smudgy Eyeliner, super. Next up die nächstgrößere Fluffy Blending Brush, das ist hier von Smith Brushes, die 232, auch Naturhaar. Und jetzt nehmen wir uns hier so eine Transition Shade, sowas hier, und fahren damit durch die Lidfalte und ihr seht, dadurch, dass die relativ groß und fluffy ist, kann ich damit den Shadow gut placen, kann ihn gut verteilen. Also ne, ich habe die optimale Mischung von Präzision. Ne, ich kann es da hinlegen, wo ich es haben will und gleichzeitig kann ich es aber auch, wenn ich die Technik verändere und die Bewegung verändere, es gleich mit verblenden. Ohne Streaks, ohne harte Kanten, ohne irgendwas, kriege ich beides aus demselben Pinsel raus. Let's say, nur für die Demonstrationszwecke. Ich möchte jetzt einen matten Shadow auf mein Lid verteilen, aber ich möchte nicht, dass das soft und fluffy und blurry ist, wie wir das mit so einer Blending Brush hinkriegen würden, sondern ich will es kompakter. Dann würde ich sowas hier nehmen, so eine sogenannte Packer Brush, die ist denser gepackt. Und dann nehmen wir uns hier mal diesen schimmerigen Shade hier unten, packen uns den auf unsere Packer Brush und ihr könnt sehen, ne, die nimmt sofort sehr viel Farbe auf, klopft das runter. Und jetzt kann ich hier relativ konzentriert den Eyeshadow genau dahin packen, wo ich ihn will und kriege einen schönen
Laydown, ne, der ist konzentriert an der Stelle, wo ich ihn hinpacke. Der wird nicht rumgewirbelt, es streut auch nichts, sondern ich kriege es da platziert, wo ich will. Dafür sind solche Brushes mega. Wenn wir jetzt sagen, okay, das ist alles schon ganz schön, aber ich will die Crease vertiefen, da würde ich jetzt wieder eine Blending Brush nehmen, aber eine kleinere, ne, mit einer kleineren Spitze, mit kürzeren Borsten, einfach um den Blending-Bereich zu reduzieren. Würde mir jetzt hier einen dunkleren Shadow nehmen, einen matten, und damit können wir jetzt präziser in die Crease gehen. Ne, wir haben wieder den Vorteil, wir können präzise hinlegen, wir können aber auch gleichzeitig verblenden, aber eben auf einem kleineren Raum, weil die Pinselborsten kürzer und der Kopf kleiner sind. Wie auch immer. Als nächstes denke ich mir, ich hätte gerne den Wimpernkranz noch ein bisschen betont, und das würde ich normalerweise machen, indem ich da einen Smoky Liner hinpacke, also einen Puder-Liner, quasi einen Eyeliner aus Puder. Das ist im gehobenen Alter auch oft schön, ne, wenn das ein Eyeliner ist, der nicht versucht, eine harte, klare, saubere Linie zu sein, weil das oft mit einem faltigen Oberlid dann schon schwierig wird, sondern der ist so ein bisschen more forgiving. Und da würde ich jetzt wieder so eine kleine Pencil Brush nehmen, sowas in der Art, mir einen matten, dunklen Shadow nehmen hier aus der Palette und den dann einfach so in die Wimpernlinie platzieren, soft reinschattieren, ein bisschen hier oben noch mit in die Kante mit rein. How pretty. Und mit derselben kleinen Pencil Brush würde ich jetzt mit demselben Shade einmal kurz unterm Auge lang rutschen. Einfach nur, um die Oberseite mit der Unterseite zu verbinden. So, Basic Auge ist soweit fertig. Was passieren kann, ist, dass eure Brushes stainen. Also dass vor allem neonpinke Eyeshadows, super hochpigmentierte neonpinke Eyeshadows, manchmal rot, ganz selten mal blau oder grün, tatsächlich vor allem Naturhaarborsten stainen. Dann sehen die nach dem Waschen immer noch genauso aus und ihr werdet dann immer denken, scheiße, meine Pinsel sind nicht sauber, warum ist das so? Und ihr wascht die und wascht die und wascht die und es geht einfach nicht raus. Das passiert. Ich habe diese Pinsel dann irgendwann in mein Home-Set sortiert, weil am Set will ich die nicht haben, weil die Leute dann denken, die hat ihre Pinsel nicht sauber gemacht, und das finde ich natürlich scheiße. Du als Make-up-Artist solltest es besser wissen, Scott Barnes. Der hat diesen Pinsel auf den Markt gebracht. Das ist die Farbe der Haare, wenn der frisch gewaschen ist. Und natürlich, wenn sowas neben sowas steht im Kit, ne, die Leute denken immer, da steht ein schmutziger Pinsel. Und das ärgert mich massiv. Und ich nehme den deswegen auch nicht mit. Also nicht, dass ich den jetzt wahnsinnig gerne benutzen wollen würde. Vielleicht mal für sowas, aber habe ich auch andere Sachen für. Aber ja, wer kommt auf so eine dumme Idee? Lasst uns einen Pinsel rausbringen, der aussieht, als wäre er schmutzig. Ein Idiot. Über eine Sache will ich noch reden, und zwar über Applikatoren. Ihr kennt die oder vielleicht kennt ihr die auch nicht, vielleicht seid ihr zu jung. Früher gab es die in jeder Lidschattenpalette dazu. Ihr habt diese kleinen Vierer-Quads oder so gekauft von Chanel, und dann hier an der Seite immer, ich glaube, das ist heute noch so, immer dieser kleine Applikator dabei, so ein Stäbchen mit so 2 Watteschwämmchen auf jeder, also ne, wendbar. Ich habe die immer weggeschmissen, bis ich irgendwann mal einer anderen Drag Queen beim Fertigmachen zugeguckt habe, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und die hat die benutzt und hat damit halt so super krasse Pigmentierung hinbekommen. Ne? Weil das ist halt, ich meine, du gehst mit einem Schwamm in eine Farbe und schmierst dir die direkt drauf. Da ist kein Fluffy dabei, kein Verblenden, kein wir zerstäuben das, wir diffusen das, sondern es ist 100% Impact, direkter Farbauftrag, als würdet ihr mit einer Puderquaste in einen gepressten Lidschatten reingehen und euch den da hinziehen. It's the same thing. Und seitdem liebe ich die und benutze die auch mal, wenn ich halt super intens Pigment an irgendeiner Stelle möchte. Ich habe neulich irgendwann gesehen, ich glaube, es war auf TikTok, dass irgendwelche Influencer so, oh mein Gott, ich habe einen neuen Beauty-Hack für euch entdeckt. Schaut mal, und ich glaube, dann haben sie tatsächlich eine Puderquaste genommen und haben die halt ganz dünn gerollt und haben dann damit sich Make-up aufgetragen und so, look at this color payoff, it's crazy, ich habe gerade das Rad neu erfunden. Und man denkt sich so, Leute, nehmt doch einfach Applikatoren. Und habe das dann auch drunter kommentiert, und der Typ ist aus allen Wolken gefallen, war so, oh my God, thank you so much, I never thought about this. Und ich dachte, ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Ganz viele Leute bei YouTube, bei TikTok, egal wo ihr schaut, wo ihr Beauty-Content schaut, werden euch versuchen zu erzählen, dass sie gerade die neue Technik gefunden haben, um XYZ zu machen. Und ganz oft
ist es einfach Reheated Nachos. Es ist ganz oft einfach irgendwas aufgewärmt, was es halt schon seit 120 Jahren gibt und man verkauft es als eine neue Errungenschaft, damit die Leute einem folgen, damit die Leute einen stitchen, also ne, dein Video benutzen und bla. Ähm, Braucht man nicht. Und diese Applikatoren kann man auch kaufen. Ne? Es gibt diese, von DaVinci ist das hier, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, diese Blanko-Dinger quasi und dann kaufst du ein Set mit diesen Applikatoren und kannst die quasi da drauf stecken. Ne? Und kannst die immer dann wechseln, je nach Farbe und irgendwann tauschst du die aus. Aber ja, also ne, man muss nicht diese alten räudigen aus den Dingern aufheben, man kann es auch in schön haben. Aber ja, wenn ihr Intense Color Payoff wollt, nicht die schlechteste Idee. So, und jetzt will ich euch gerne noch ein paar Special Brushes zeigen, die ich wahrscheinlich zweckentfremdet habe. I'm not even sure. Vielleicht benutze ich sie auch wie vorgesehen. Die ersten, die ich euch zeigen will, habe ich auf jeden Fall zweckentfremdet, nämlich das sind diese Lash Brushes. Das sind so Mini-Fan-Brushes und ihr könnt sehen, die haben unregelmäßige Längen in den Borsten. Und die sind eigentlich gedacht für Mascara. Also ne, damit sollt ihr an den Mascara auf die Bürste gehen oder sonst wo und euch da Mascara hochholen, einarbeiten und dann damit quasi die Lashes durchbürsten und die so tuschen quasi. Das finde ich pointless. Das funktioniert für mich auch nicht. Vielleicht habe ich die Technik einfach nicht raus. Wofür ich die aber super gerne benutze, und das zeige ich euch jetzt, ist eine mega defined Crease. Also wenn ich meine Crease, die wir jetzt schon betont haben, wenn ich die noch krasser betont haben wollen würde, und ich greife jetzt mal zum Schwarz, obwohl das wahrscheinlich dann crazy aussieht, einfach damit ihr den Unterschied ganz extrem sehen könnt, machen wir da ein bisschen schwarzen Lidschatten drauf, klopfe mir den gut ab und flippe mir die dann zur Seite. Dann ist es nämlich plötzlich der schärfste, schmalste Pinsel und rutsche mir damit jetzt hier nur in der Crease hin und her mit ganz leichtem Druck. Oft macht man das ja so mit einem Eyeliner oder so. Ne? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe jetzt aber eine ganz tolle, super definierte Eyeshadow-Crease. Ohne Mess, ohne irgendwas. Ist das nicht geil? Ein paar andere Special Brushes, die ich euch gerne zeigen möchte, sind solche hier. Also das sind leider auch zwei Scott Barnes Brushes. Bin ja kein Freund von dem, kein Fan, aber ich fand den mal sehr, sehr spannend und als Artist hat er natürlich auch eine Menge erreicht und so, also das will man ihm gar nicht absprechen, egal wie crazy er sein mag und egal wie sehr er Trixie verunstaltet hat in diesem schlimmen Video. Aber hey, diese zwei Pinsel waren auch in diesem Brush-Set dabei, von dem ich vorhin erzählt habe und bei anderen Brushes habe ich ja irgendwie gedacht, okay, was soll der Scheiß, ich verstehe es nicht, also diese habe ich nicht verstanden oder die hässlichen, schmutzigen Borsten von der, aber die beiden hier, Wahnsinn. Die hier ist eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe, das mit der Lash Brush zu tun, was ich gerade gemacht habe, denn wie ihr sehen könnt, ist die Idee quasi die gleiche. Das hier ist auch eine Fanbrush, allerdings wesentlich fluffiger und länger. Und die hat er demonstriert, eben um genau das auch zu machen, um schnell ein Auge, eine Lidfalte zu vertiefen, um schnell eine gewisse Fläche auf eine schöne Art und Weise betonen zu können. Relativ viel Eyeshadow unkompliziert dahin zu bringen, wo er sein muss. Wir nehmen das jetzt hier mal, um das hier zu verblenden. Aber ja, ähnliches Prinzip. Ne? Daher, aus dieser Brush ist quasi meine Idee für diese Brush gewachsen. Also ja, die liebe ich sehr für genau so eine Sachen. Und dann haben wir noch diese hier, die ist so leicht angeschrägt. Also ne, ich würde sagen, das ist die hier in klein. Und so wenig Sinn die für mich in groß macht, gerade auch das hier, ne, wie labberig das ist, so toll ist die am Auge, um auch einen Lidschatten aufzutragen. Ihr seht, dadurch, dass die Spitze am längsten ist, rutscht mir das ganz organisch in meine Lidfalte und da, wo es kürzer ist, huggt es so den Braubogen. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel mit einem Braun mal reingehen würde, würde ich jetzt hier rüber rutschen oder wenn ich hier rüber rutsche, passiert genau das, dass der höchste Laydown in der Lidfalte passiert, wo die Borsten am längsten sind und der Rest küsst nur so ganz soft den Bogen oben drüber, den Knochen oben drüber und dadurch kriege ich eine ganz softe, ganz einfache, blendende Transition dahin,
ohne dass ich mich jetzt irgendwie 5 Minuten hier mit 3 verschiedenen Pinseln abmühen muss. Wo ihr sowas kriegt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich gucke mal, ob ich es irgendwo finde von einer anderen Firma als Scott Barnes und blende es jetzt ein. Wenn ihr jetzt nichts seht, tut es mir leid. Die letzte Sache, über die ich mit euch sprechen will, ist Reinigung. Also ich werde ganz oft gefragt, wie oft muss ich meine Pinsel denn eigentlich reinigen? Was ist wirklich nötig? Also ich reinige meine Pinsel natürlich nach jedem Job oder vor jedem Job, wie auch immer das zeitmäßig ist. Aber ja, ich komme immer zum Job mit 100%ig sauberen Brushes. Ich vermute mal, dass wenn man das zu Hause, wenn man das nur für sein eigenes Gesicht benutzt und so, dass man da nicht ganz so religiös sein muss, vor allem wahrscheinlich bei Puderprodukten, bei Cremeprodukten, also gerade für die Foundation. Ich würde es immer waschen, honestly, aber naja, spätestens nach dem 2. oder 3. Auftrag, weil in der Creme können sich Keime bilden und so, das ist alles nicht so schön. Ich habe eine lange Journey hinter mir, was Pinselreinigung angeht. Ich habe sehr lange, wie alle anderen, religiös Pinsel-Sprühreiniger, sowas hier, benutzt in solchen Sprühflaschen. Das ist meistens eine Mischung aus sehr hochprozentigem Alkohol, Duftstoffen und ein bisschen Öl, weil durch das Öl kriegen wir auch die Cremeprodukte angelöst. Ne? Wenn wir die nur mit Alkohol ansprühen würden, wären die Pinsel tot, bevor wir da irgendwas rauskriegen. Also ja, es braucht immer ein bisschen Fett, um Fett zu lösen. Aber mich hat das, also A, sind die teuer, ne? Gerade die guten, so Cinema Secrets und so, kostet so eine große Flasche wahrscheinlich 30 Euro. Und es geht irgendwann ins Geld, das möchte man nicht. Deswegen nö. Wenn man günstige kauft, kann man sich aber auch ganz schnell Pinsel ruinieren. Also wenn ihr mal schauen wollt, ich habe mir seinerzeit eine meiner letzten MAC 217, ne, eine sehr schöne, sehr beliebte Naturhaarpinsel-Geschichte, die wir alle benutzt haben damals, die so nicht mehr hergestellt wird. Die machen sie jetzt nur noch aus Synthetikfasern. Umso trauriger bin ich, dass ich mir die alle ruiniert habe auf einer Tour, weil ich sie meinte, mit einem günstigen Brush Cleanser ansprühen zu müssen jeden Abend. Ah, hier ist sie. Ne, ich habe die jeden Abend sauber gemacht mit so einem Alkoholspray für Pinsel aus dem DM. Und ne, so sollen die aussehen, so sind die normalerweise und so sah der Pinsel dann nach der Tour aus. Also total abgefressen, abgebrochen und ruiniert. Und das ist halt auch die Gefahr bei Naturhaarborsten, dass wenn man da zu aggressiv rangeht, dass die kaputt gehen. Und dann habe ich eine ganze Weile versucht, schöne Pinselseifen zu finden. Ne? Es gibt von verschiedenen Firmen, von Douglas, von Da Vinci, in solchen Metalldosen, solche Seifen, die man benutzen kann. Und oft riechen die ganz schön. Meistens aber kriegen die Farbe nicht anständig raus. Und man muss die dann ganz oft waschen. Und da habe ich nicht die Zeit für und es nervt mich. Und dann war ich genervt und dann habe ich nachgedacht und habe gedacht, was kann ich benutzen, was irgendwie auch einen Fettanteil hat an Seife, also was eine gute Seife ist, um Flecken rauszukriegen, gleichzeitig einen Fettanteil hat, um auch die Pigmente da und den ganzen anderen Scheiß da gut rauszulösen, was aber auch nicht 300 Euro kostet jedes Mal. Und dann bin ich drauf gekommen, Sekunde, Dalli. Also ich glaube, es tut jede Kernseife, aber Dalli-Kernseife ist meines Wissens vegan. Die hat einen leichten Duft, die gibt es aber auch in unparfümiert. Die ist hautfreundlich, ist extra überfettet, das heißt, die hat sehr viel rückfettende, pflegende Inhaltsstoffe, die helfen, eben A, die Naturhaarborsten oder die Naturborsten meiner Pinsel zu pflegen und in Form zu halten und gleichzeitig aber auch das Pigment so schnell wie möglich rauszukriegen. Und die Dinger kosten, das hier sind 3 Stück, die kosten, glaube ich, 1,50 oder so bei DM. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, die in solche kleinen Tupperdosen zu machen. Da passt ein Stück perfekt rein und dann mache ich mir die auf, mache meine Pinsel sauber, wasche die aus, spüle das Ding aus, mache den Deckel drauf, nehme es mit nach Hause. Dann drücke ich die Pinsel mit dem Handtuch vorsichtig komplett aus, dass da auch keine Feuchtigkeit mehr rauskommt und lasse sie liegen und trockne sie. Und dann sind die innerhalb von 2-3 Stunden wieder einsatzbereit und halten ewig. Ich habe im Bad tatsächlich einfach so eine Schale stehen mit so einem Stück drin. Ne, das schiebe ich hinter was anderes dahinter, dann sieht man es nicht. Aber ja, so habe ich mein Problem damit gelöst und bin wahnsinnig glücklich damit. Und immer wieder habe ich KollegInnen, die neben mir stehen, wenn ich Pinsel wasche und sagen, was ist denn das? Was hast denn das für eine Dose? Seife? Das geht so schnell. Oh Mann, wie cool, das muss ich auch kaufen. Also ja, vielleicht seid ihr ein bisschen klüger und kauft euch nicht so eine durchsichtige Dose, weil natürlich sammeln sich hier über die Zeit, sammelt sich da Pigment an. Das ist nicht schmutzig, das ist nicht eklig, das ist nicht gefährlich oder unhygienisch. Sieht einfach nur blöd aus. Also ja, wenn ihr die aus Metall kriegt, diese Dose, seid ihr vielleicht besser beraten als ich. Aber ja, den Tipp gebe ich euch auf jeden Fall. Macht eure Pinsel anständig sauber, aber mit den richtigen Produkten. Dann ist es weder anstrengend noch nervig, noch wahnsinnig teuer.
Und zum Thema Set-Hygiene will ich was sagen. Ne? Ich habe sicherlich über Jahre nicht auf dem Standard gearbeitet, auf dem wir heute alle sind. Also alle Make-up-Artists meiner Generation eigentlich haben das nicht gemacht. Ne, wir sind noch mit den Fingern in Sachen rein, also direkt in den Pott und sind damit auf die Haut. Wir haben noch alle Models mit derselben Mascara geschminkt. Wir haben manche von uns, nicht ich, sind sogar mit dem Lipgloss, mit dem Bürstchen vom Lipgloss verschiedenen Models direkt auf die Lippe und haben es wieder reingesteckt und weggelegt. Das war Standard leider bei vielen. Das mit der Mascara habe ich auf jeden Fall auch gemacht, ne? Dass ich Mascara direkt aufs Model, wieder rein und ans nächste Model. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Da war uns nicht so richtig klar, dass das gefährlich ist oder dass man das einfach auch ein bisschen eklig findet. Da haben wir viel gelernt über die Jahre, da hat sich viel verändert und das finde ich auch gut so. Gerade auch durch die Pandemie ist natürlich vieles nochmal klarer geworden, was man berücksichtigen sollte beim Thema Hygiene. Aber manche meiner KollegInnen behandeln das, als würden wir im OP stehen. Also alles muss steril sein, ne? Und niemals darf ein Finger das Gesicht berühren. Es darf alles nur mit dem Pinsel gemacht werden und la 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 la. Es wird nicht auf dem Handrücken gearbeitet, sondern nur auf einer desinfizierten Palette, bla bla bla. Und das ist alles schön. Und wenn das für euch funktioniert, ist das gut. Was mich nervt, ist, ich sehe oft Videos, wo dann Leute sagen, sich beschweren, dass sie sagen, oh mein Gott, ich habe gesehen, dieser Make-up-Artist hat Make-up, die Foundation auf seinen Handrücken gemacht und hat dann erst mein Gesicht und so. Da bin ich sofort aufgestanden und gegangen, weil das ist ein unhygienisches Schweinswill, der mich krank macht, wo ich denke, Leute, it's not fucking open heart surgery. Also chillt mal eure Base ein bisschen, Dankeschön. Ne? Es ist immer noch Make-up und solange wir hygienisch mit Dingen umgehen und uns bewusst machen, was da passiert, dass wir nicht double dippen in Cremeprodukte und so, sondern alles hygienisch halten, aber eben nicht steril wie bei einer Open Heart Surgery. It's also fine. So, ihr Süßen, ich habe leider, hat genau an dieser Stelle die Kamera den Geist aufgegeben. Und ich musste das erst ein bisschen reparieren und komme jetzt erst dazu, den Abschluss zu filmen, quasi das Outro. Ich habe kein Make-up mehr im Gesicht, ich habe einen blauen Fleck von der Unterspritzung, also ja, es sieht alles wild aus. Aber ich habe euch, so viel ich weiß, vermitteln können über Pinsel, über Schwämmchen, über Techniken, was man für was benutzt. Und ich hoffe, ihr habt das Video genossen und wenn das so ist, dann könnt ihr mich gerne weiterempfehlen, ne? Liken, teilen, kommentieren, ihr kennt den Spaß. Und wenn nicht, dann tschüss. Ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann, habt eine schöne Woche. Tschüss.